Hey, Gemeinde Rock'n'Roll. Ja, jetzt ein Kurztest zwischen unserer Umbauphase. Also die Werkstatt ist noch lange nicht fertig. Wir sind ja, heftig dran am Arbeiten. Deswegen noch hier in Pulheim. Und ich hatte ja noch einen Test vor. Und zwar mit dem Original oder neuen Akrapovic für die 2017er Husqvarnas. Und jetzt haben wir so ein Ding hier. Ja, diese Riesentröte, und wir wollen auch mal schauen, was das Ding kann. In verschiedenen Zeitungen bzw. in einer großen Motorradzeitung wurde ja schon mal getestet, da sogar schlechter als das Original. Das möchte ich doch gern selber mal sehen, und deswegen rollen wir jetzt zuerst mal die Originale komplett ab, bauen dann um, wenn da ein bisschen abgekühlt ist der Pott, und machen dann quasi in der gleichen Zeit innerhalb einer Stunde direkt den nächsten Lauf mit dem Ding. Und dann gucken wir mal, was der kann. Natürlich mit Cut. Der kommt hier in das Endstück rein. Und dann, ja, ne, schauen wir mal, was das Ding nun wirklich kann für sein Geld. Ja? Okay, und dann geht's los. Es wird laut. So, hier ist jetzt die Kurve vom Serienmotorrad, gerade frisch abgerollt, also 75,8 PS und 74,4 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Wer sich jetzt fragt, warum die auf einmal so viel hat, beziehungsweise mehr als die ich letztens gemessen habe, das erkläre ich euch gleich. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. Ja, dran gebappt ist er jetzt, ne? Cut ist drin. Und ja, der Apparat hat gut vorgelegt, also 75,6 PS. Wir hatten ja die letzte, die wir hier gemessen haben, war ja bei 73,8, 73,9. Allerdings darf man nicht vergessen, wir haben natürlich schon unseren speziellen Testkrümmer dran mit der Powerbomb, um natürlich auch hier direkt die Abgaswerte zu messen. Der hat ja auch noch ein bisschen leistungssteigernde Tendenzen, sagen wir mal. Also daher lassen wir jetzt mal die PS an sich als Zahl außen vor. Wir wollen mal schauen, was ist vorher, also mit Originalschalldämpfer, und was ist jetzt mit Akra. Weil wenn er mehr kann, muss er jetzt einen oben drauflegen. So, und das sehen wir jetzt. So, ist ein bisschen mehr, also wirklich ganz marginal. Wir haben ein bisschen Drehmoment, aber wie das aussieht, oder ein bisschen mehr Drehmoment, wie das aber genau aussieht, das zeige ich euch jetzt, denn jetzt legen wir die Kurven mal übereinander und dann besprechen wir das mal richtig. Bis gleich. So, weiter im Text. Ihr seht hier, wie auch die große Motorradzeitung gemessen hat. Im unteren Bereich haben wir ein bisschen mehr Drehmoment, das sind so knapp 4 Newtonmeter. Ne, also hier so bei 4, 4, 4, 4, 5, ja, 4, 8 schon nicht mehr, da wird es schon weniger. Ansonsten ist die Kurve eigentlich fast deckungsgleich. Wir haben jetzt hier oben ein paar PSchen mehr gemessen als die Serie. Warum das so ist, erkläre ich euch auch gleich, oder woher das kommen kann, sagen wir mal so. Dann geht's weiter. Ja, ihr seht, es ist fast identisch mit der Leistungsmessung der bekannten deutschen Motorradzeitung. Da wurde ja etwas weniger PS-Leistung gemessen. Woran das liegt, ja, gute Frage. Wir sind jetzt halt hier direkt hintereinander mit dem Auspuff gekommen, also direkt eine halbe Stunde später. Ich habe extra noch ein paar Handschuhe angezogen, um das Ding direkt runter zu rupfen, damit es halt schön warm ist. Vielleicht wurde da einen Tag später gemessen,
Da war es ein bisschen wärmer, wie auch immer. Also ja, ne, ist nicht wild. Drehmoment auf jeden Fall im unteren Drehzahlbereich, so bis 4800 Umdrehungen, habe ungefähr 4 Newtonmeter mehr. Ist eine schöne Sache. Ob euch das 1000 Euro wert ist, das müsst ihr selber entscheiden. Ihr habt natürlich eine Menge Kilos weniger, weil der ist natürlich sehr leicht. Und ihr habt natürlich den entscheidenden Vorteil, wenn ihr auf die Rennstrecke wollt, ne, klar, dann könnt ihr den Cut rausmachen. So, und was das Ding ohne Cut kann, beziehungsweise was der denn jetzt macht, wenn ich da mal wieder unseren Luftfilterkastendeckel draufsetze, ne, der mit den Löchern, das sehen wir mal jetzt. Hier ist er. Ja? 3 x 30er Löcher und fertig ist die Laube. Ja, und hier sehen wir wieder, was kann denn oder was können denn die 3 Löcher? Die 3 Löcher können eine Menge. Ne, ihr seht schon hier, die grüne Linie ist jetzt nur, wie gesagt, Serienmotorrad mit Accra mit Cut. Genau wie gerade, nur halt die 3 Löcher reingebohrt und schon haben wir hier nochmal 4 Newtonmeter mehr. Im Ganzen natürlich dann zur Standardserie 8 Newtonmeter. Ja, also daher ist das schon eine klasse Sache, gerade mit dem Deckel. Also noch ein schnelleres und billigeres Tuning kann es nicht geben. Der Sprung ist natürlich beim Serienmotorrad mit Serienschalldämpfer so gut wie identisch. Ne? Ja, ne, der Deckel der Wahrheit, der Deckel der Leistung. Ihr seht, allein durch diese kleinen Veränderungen drückt der Apparat auf einmal ein paar oder nicht nur ein paar Newtonmeter unten raus. So richtig schön, so wie es sein soll, mit einer ganz leichten Änderung. So, und jetzt höre ich wieder das Forum aufschreien. Es läuft zu mager und hast du nicht gesehen, das geht nicht und das funktioniert nicht, das kann nicht sein, ich würde falsch messen und ich würde sowieso hier irgendwelche wilden Märchen erzählen. So, ich kenne ja diese Diskussion, seit ich diese Geschichte mit dem Deckel in YouTube reingestellt habe. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, wir machen es jetzt mal ganz anders und machen das jetzt mal im Fahrbetrieb, weil mir wird ja auch vorgeworfen, ich würde hier auf der Rolle falsch messen, ich würde nicht richtig Gas geben, ich würde zu wenig Gas geben, ich würde zu viel Gas geben, wie auch immer. Und da habe ich gesagt, okay, ne, wir schnallen hier unseren Apparat auf das Motorrad und fahren einen bestimmten Zyklus mal komplett ab. Mit Schnellfahren, also Landstraße, ein bisschen 30er-Zone, hier durch Köln durch und ein bisschen 50 und so weiter und so fort. Und das mache ich einmal mit dem Deckel, ne, direkt hintereinander, und dann baue ich den anderen Deckel drauf und dann habt ihr hier mit der Kamera, begleite ich quasi meinen Lambda-Sensor. Ich habe dann auch extra umgestellt auf Lambda, damit auch die Leute nicht verwirrt werden durch den AFR-Wert, ne, weil viele behaupten ja auch, der wird ja falsch gehen oder das wird ein alter Wert und der wird den Kraftstoff nicht berücksichtigen und. Also habe ich gesagt, okay, kein Problem, das Ding können wir auch auf Lambda umstellen. Auf Lambda umgestellt und dann sind wir los. Beziehungsweise ich bin los, ich und das Motorrad. Das würde jetzt hier aber zu lang gehen, deswegen habe ich da ein extra Video von gemacht. Ne? Und das seht ihr dann hier in diesem Link. Einfach draufklicken, da könnt ihr das runterladen, beziehungsweise könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Wenn es fertig ist, einfach draufklicken und gut ist. Ich hoffe dann, dass diese ganzen Diskussionen dann endlich mal ein Ende haben und ihr mir endlich glaubt. Ja? So, kommen wir noch mal kurz zum Schalldämpfer, ne, in seiner vollen Pracht. Viele sagen, oh Gott, nee, was ist er hässlich? Ne? Also er sieht mit Sicherheit besser aus als der Originale, ne? Das ist schon mal kein Problem. Und er hat natürlich einen sehr großen Vorteil, er hat viel Volumen. Ne? Und wenn ihr meine Videos schon gesehen habt oder die kennt, ihr wisst, ich bin natürlich immer froh um einen vernünftig großen Schalldämpfer, damit wir auch vernünftig Drehmoment erzeugen können bei dem Motor. Ne? Ganz klar. So, er hat natürlich noch einen entscheidenden Vorteil.
ne, als Euro 4 Modell mit Katalysator hat er einen Steckcut. So, ein Steckcut heißt, ne, rausgesteckt, reingesteckt. Also super schnell, ne, wenn man das Ding jetzt, man kommt von der Rennstrecke und will wieder auf der Straße fahren, macht alles wieder schön serienmäßig, steckt das Ding rein, zack, Federn dran, angebaut, fertig. Oder ab zum TÜV. Ne? Also daher schon mal eine super Sache. Und natürlich wollen wir jetzt auch schauen, was kann er denn ohne den Pfropfen mit unserem neuen Kit. Denn wir haben jetzt einen neuen Kit dafür. Also wir haben ja schon ein Stage 1 Kit für die 701, Baujahr 2017. Und haben jetzt nochmal einen nachgelegt für die Enduro. Also quasi mit einem Schaumfilter, der auch dann richtig für den Offroad-Bereich fahrbar ist. Ne? Also die kann man auch schön auswaschen, ist auch nicht so teuer, dementsprechend optimal zum Enduro fahren. So, und was der jetzt kann, ohne Cut und mit dem Kit, das sehen wir jetzt. So, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz den neuen Enduro Stage 1 Kit von der 701. Also im Grunde genommen ist das genau der gleiche Kit, wie ihr den aus Folge 15 kennt, für die Supermoto. Vorne die kleine Batterie mit dem Power Commander. Hier ist für den Kunden noch ein Ladegerät angeschlossen worden, so ein CTEC-Anschluss, ein Ladegerät, der kleine Filter, das Powerrohr mit unserem Silikonrohranschluss und jetzt statt dem BMC halt ein großer Twin Air Schaumfilter, den wir auch schon für die Enduro Kits für die SMCRs benutzen. Und ja, der passt gut rein, natürlich hier im Steuergerät. Drückt es ein bisschen, deswegen kommt hier so eine kleine Folie drauf, damit er sich hier nicht an den Kanten scheuert. Aber ansonsten hat er genug Platz. Ja, und gut eingeölt. Und dementsprechend halt gerade zum Endurofahren natürlich optimal, weil man kann regelmäßig reinigen und oder ein paar mitnehmen, zusammenfalten, Jacke stecken. Gerade so im Bereich Rallye-Fahren natürlich optimal. Ja. Ja, kann man nur sagen, Rock'n'Roll, oder? Hier, schwarze Kurve, unser Stage 1 Kit, drückt ordentlich. Nehmen wir mal wieder den Serienmotor oder das Serienfahrzeug im Drehmomentbereich. Nehmen wir wieder den Punkt 4800 Umdrehungen, Newtonmeter, in diesem Punkt knappe 60 Newtonmeter. Gehen wir dann hier in die schwarze, sind wir schon aus der Skala raus. Ja, also fast 80. Hier ist er 80 Spitze, also 82,8. Hier sind ungefähr 80. Also knapp an die 80 Newtonmeter. Ein satter Zugewinn. Bei der PS-Zahl sieht es ähnlich aus. Auch wieder, nehmen wir mal hier die 4,8er Marke. Haben wir bei dem Serienmotorrad, Serie komplett, Serie, also auch Serienauspuff, 41 PS. Ja, mit dem Tuning-Kit und offenem Accra 54 PS. Das ist satt mehr und ja, geht natürlich dementsprechend ordentlich. Spitzen PS, seht ihr hier, ist nicht besonders viel mehr geworden. Also ne, die Kurve blau mit Accra mit Cut war in der Spitzen PS Leistung ähnlich. Ja, 77,2 zu jetzt 77,8. Aber wir machen ja Drehmoment, denn wer Drehmoment macht, verliert Drehzahl, wer Drehzahl macht, verliert Drehmoment. Ne? Sage ich immer wieder, physikalisches Grundgesetz, kommen wir nicht dran vorbei. Aber was ist da interessant bei so einem, gerade beim Einzylinder? Drehmoment, Schub aus dem Keller. Gut, und jetzt geht's weiter. Ja, so sieht's aus. Ne? Also der kann was, wenn er offen ist. Ihr habt gesehen an den Kurven, die Kurve oder diese Drehmomentkurve hat bis jetzt kein anderer Schalldämpfer auf diesem Fahrzeug auch mit unserem Kit geliefert. Also liefern kann er, allerdings natürlich für viel Geld. Kommen wir zum Fazit. So ein Schalldämpfer sich zu kaufen, für ganz normal mit IG, ABE auf der Straße rumzufahren, ja, muss jeder selber wissen. Er ist, ich sag mal, nicht zu teuer, aber er ist halt nicht preisgünstig.
Daher für ein bisschen mehr Drehmoment, ein bisschen besseren Sound und weniger Gewicht, 1048 Euro, glaube ich, kostet das Ding komplett auszugeben, muss jeder für sich selber abmachen. Derjenige, der aber nachlegen möchte, also in puncto Tuning, Motortuning, irgendein Kit reinbauen, jetzt noch nicht unbedingt unseren, ist mit diesem Schalldämpfer perfekt ausgestattet, weil durch sein großes Grundvolumen und wenn der Cut natürlich dann raus ist, hat dieser Motor die bestmögliche Voraussetzung, um richtig Leistung bzw. auch Drehmoment zu erzeugen. Ja, das ist halt mit den anderen Grundsystemen oder mit anderen Schalldämpfern, die wesentlich kürzer und kleiner sind, nicht drin. Punkt. So, jetzt werden natürlich viele sagen, Rennsport mit einer 701. Wer macht denn damit Rennsport? Ne? Wir werden ja eh nur auf der Straße gefahren. Das ist ja nicht ganz so. Es gibt ja sehr schöne Rallye-Raid-Umbauten von diesem Motorrad, also gerade von der Enduro, ne? Also hier mit hoher Scheibe und IMO und die ganzen Wegstreckenzähler und was man alles dran bauen muss und kann, um Rallye zu fahren. Daher natürlich, wer dann natürlich auch das Bestmöglichste aus dem Apparat rausholen will, ja, Katalog, reingeguckt, gekauft das Ding und der Motor rennt. Genauso gut halt auch fahrbar natürlich auf der Supermoto, wenn man denn viel auf dem Track unterwegs ist, also Supermoto-Strecke und sagt, nee, auf der Straße ist mir das ohne Cut zu link. Ist ja gerade hier bei dem Schalldämpfer, hatte ich ja vorhin schon gezeigt, hervorragend zu realisieren. Abbauen das Ding, eine Schraube, 2 Federn, die Schelle vorne gelöst, rausgezogen, Cut rein, zusammengesteckt, rangebaut, ab zum TÜV oder auf der Straße mit einem vernünftigen Standardmapping. Also daher für beide Varianten super zu empfehlen und ja, wer den Preis nicht scheut, kann ich nur sagen, Kaufempfehlung von uns. Definitiv. Auch wenn es ein großes Loch ins Portemonnaie brennt. Ja? Und mit diesen abschließenden Worten, Loch ins Portemonnaie gebrannt, oder wie man in Köln so schön sagt, ne, was nichts kostet, ist auch nichts, würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend, ich gehe jetzt heim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Gleich kommt nochmal der Link zum Abgasvideo mit der 701, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und tschüss.